herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Fragenfreitag. Ich freue mich, dass du da bist. Richtig, richtig schön. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken für den Austausch mit dir, für deine Fragen, für dein Feedback, für das Teilen deiner Gedanken. Weiß ich so sehr zu schätzen, denn sonst wäre dieses Format hier gar nicht erst möglich. Deswegen vielen, vielen Dank von Herzen für deine Frage. Ich habe mich heute wieder hier im Wald positioniert, um ein paar Gedanken zu dieser Frage hier zu teilen. Ankommen, ohne wirklich im Außen anzukommen. Und wir lassen die Energie direkt fließen. Was meine ich damit, anzukommen, ohne wirklich im Außen anzukommen? Die Wenn-Dann-Schleife beschreibt das ja so, dass du im jetzigen Moment nicht wirklich glücklich sein kannst, weil du immer einem Ereignis in der Zukunft hinterherjagst. Diese klassischen Wenn-Dann-Sätze, du kennst das ganz bestimmt, lass mich das sehr gerne mal wissen. Wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich die Prüfung geschafft habe, dann kann ich mir erlauben, endlich mehr Zeit für mich zu nehmen. Wenn ich das und das geschafft habe, dann darf ich endlich diese innere Freude in mir spüren. Kennst du das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kennst. Ich kenne das nämlich auch sehr, sehr gut. Und da setzen wir nämlich an. Und vielleicht kommst du dann sogar wirklich an deinem Ziel an, was du dir vorgenommen hast. Du schaffst die Klausur, die Prüfung, bekommst den Job, wirst irgendwo angenommen, kannst dir das Haus kaufen, was auch immer. Du erreichst dann dein Ziel, was du dir so sehr gewünscht hast, was du dir vorgenommen hast und bist dann aber nicht wirklich glücklich. Vielleicht für einen kurzen Augenblick. Vielleicht für einen kurzen Augenblick bist du glücklich, aber dann hat sich dieses Muster so bei dir im Kopf eingebrannt, dass direkt das nächste und das nächste kommt. Das heißt, du hast nie wirklich diesen Augenblick, diesen Moment, wo du dir denkst, okay, jetzt bin ich wirklich angekommen. Jetzt habe ich das erreicht, was ich immer erreichen wollte. Sondern das ist dann diese Routine, dieses Muster, diese Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat, dass du dir nie wirklich erlauben darfst, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, sondern dass immer das nächste und das nächste Ziel kommen muss, damit du diese Zufriedenheit spüren darfst. Und versteh mich da bitte nicht falsch. Ziele zu haben ist gut. Ziele sind nichts Schlechtes. Es ist super wichtig, Ziele zu haben und diese Ziele auch zu erreichen, sich kleine Ziele zu setzen, die du dann nach und nach erreichen kannst. Aber nicht nur des Ziels wegen. Und das ist genau der Punkt. Dass du Ziele hast, ist gut. Und dass du sie auch erreichst, ist super gut und wichtig. Aber nicht nur, um an diesem Ziel anzukommen. Sondern genieß auch schon den Weg dahin. Genieß auch schon den Weg, um an diesem Ziel anzukommen. Und das ist genau der Schlüssel, um im jetzigen Moment auch schon glücklich zu sein. Denn genau wie wir das in der letzten Folge Fragenfreitag thematisiert haben, in dem Video Sein, Tun, Haben mit der Wenn-Dann-Schleife in Kombination. Es geht darum, jetzt schon glücklich zu sein. Dir jetzt zu erlauben, dieses Glück zu spüren, in dir, unabhängig von äußeren Umständen. Genau darauf bin ich auch in der Podcast-Folge am Montag eingegangen. Genau deswegen thematisieren wir ja auch dieses Ankommen, ohne wirklich anzukommen, heute nochmal. Denn wenn du dieses Glück in dir spüren kannst, dann kannst du genau mit dieser Energie, die du daraus schöpfen kannst, an deinen Zielen arbeiten. Dann kannst du damit wirklich vorankommen und wirst wesentlich produktiver. Dir fallen Dinge auf einmal viel, viel leichter, wo du dich vorher komplett abmühen musstest, um da wirklich irgendwann mal voranzukommen. Dir machen die Dinge auf einmal mehr Spaß und genau darum geht's. Genau das wünsche ich mir für dich und das hast du auch verdient, ohne irgendwas dafür erreichen oder tun zu müssen. Das hast du verdient, dieses Glück zu spüren. Also hol's dir auch. Du kannst dich selbst aus der Wenn-Dann-Schleife befreien, indem du in den jetzigen Moment kommst. Ich weiß, das klingt erstmal irgendwie ein bisschen abgespaced, vielleicht auch ein bisschen zu einfach oder du weißt nicht so richtig, wie du das genau machen sollst. Deswegen gebe ich dir auch in den nächsten Tagen, speziell am Montag, noch eine Folge mit, wie du genau ins Hier und Jetzt kommst mit einer speziellen Atemübung, wo ich dich an die Hand nehme, dir eine geführte Meditation mitgebe und ein paar meiner persönlichen Erfahrungen, wie ich das immer wieder schaffe. Jetzt donnert hier gerade der Specht gegen den Baum. Wie ich es schaffe oder meine persönlichen Techniken, um in den jetzigen Moment zu kommen. Und die möchte ich dir gerne mitgeben. Denn wenn du im jetzigen Moment bist, dann machst du dein Glück nicht mehr von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig. Oder anders gesagt, du wartest nicht mehr mit deiner persönlichen Freude, bis irgendwas im Außen passiert, damit du dir dann selber erlauben darfst, dieses Glück zu spüren. Sondern du darfst es jetzt schon spüren. Einfach so. Und genau das geht super gut über den Atem.
Genau deswegen gebe ich dir nämlich auch am Montag eine Atemübung mit an die Hand, eine geführte Meditation, wo wir speziell in den Atem reingehen, wo ich dir eine kleine Technik mit an die Hand gebe, um im jetzigen Moment anzukommen. Und diese ganzen Gedanken, dieses ganze Chaos, diese innere Unruhe einfach mal loszulassen. Zu dem Podcast Straff in Zeit kommst du übrigens über den Link in der Videobeschreibung. Einmal bei Apple Podcast und bei Spotify kannst du den kostenlos streamen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir deine Gedanken dazu dalässt, wenn du da einfach mal vorbeischaust. Ich freue mich auf dich. Und genau das bringt uns nämlich auch zu unserem heutigen Thema zurück, nämlich anzukommen, ohne anzukommen. Und indem du dir selbst deine Aufmerksamkeit schenkst, deinem Handeln in diesem Augenblick mehr Aufmerksamkeit schenkst, als dem Ergebnis deines Handelns in der Zukunft, was du dir wünschst, was du dir so sehr erhoffst. Genau in diesem Augenblick erreichst du bereits dein inneres Ziel. In diesem Moment, wo du einfach hier bist und nicht mehr die Gedanken ständig daran hast, was in der Zukunft passieren könnte, sondern deinem Handeln im gegenwärtigen Moment mehr Aufmerksamkeit schenkst, als deinen Gedanken an die Zukunft. Genau dann kommst du an, ohne wirklich anzukommen. Und was meine ich konkret damit? Du erreichst in diesem Moment dein inneres Ziel von Freude, von Glück, von Zufriedenheit, von Verbundenheit. Genau dieses Ziel erreichst du in diesem Moment, was du dir so sehr wünschst, was du dir eigentlich für die Zukunft erhoffst. Dieses Ziel erreichst du. Du kommst an diesem Ziel an, ohne im Außen diesen Checkpoint zu passieren, ohne im Außen dein Ziel zu erreichen, wo du dir erhoffst hast, wenn du das Ziel erreichst, dass du dann dein inneres Glück spüren kannst. Und genau das meine ich damit, dass du ankommst, ohne wirklich anzukommen. Das ist die Magie dahinter. Das ist diese Magie der Energie. Und es ist so, so schön, wenn du das wirklich spüren kannst. Genau dann, wenn du das spüren kannst, fangen deine Augen wieder an zu leuchten. Du bekommst auf einmal so ein Glücksgefühl. Das ist dieses grundlose Glücklichsein, dass du einfach so, von jetzt auf gleich, einfach Freude empfinden kannst. Und genau dieses Glück, das wünsche ich mir für dich. Das hast du verdient, dieses Leuchten in deine Augen zurückzubringen. Das ist meine Mission. Und das soll gar nicht heißen, dass du deine äußeren Ziele komplett vernachlässigen sollst. Ganz und gar nicht. Deine äußeren Ziele sind noch da. Doch wenn du dein inneres Ziel bereits erreicht hast, dann kannst du mit einer ganz anderen Energie an diesen äußeren Zielen arbeiten. Du bist produktiver. Du hast mehr Bock darauf. Du hast auf einmal Spaß daran, deine äußeren Ziele zu verfolgen. Weil du eben nicht mehr von diesem Erreichen des Ziels abhängig bist. Du bist auf einmal viel weniger unter Druck. Du hast nicht mehr diesen Stress, dass du das und das erreichen musst, um glücklich zu sein. Sondern du bist bereits glücklich und arbeitest mit dieser Energie am Erreichen deiner äußeren Ziele. Und das macht viel mehr Spaß. Probier's gerne einfach mal aus. Genau das ist für mich der Schlüssel zur emotionalen Freiheit. Der Schlüssel, um Glück in dir zu spüren, um Freude in dir zu spüren. Und das geht einfach so. Und ja, das darf genau so leicht sein. Das darf einfach leicht sein. Weil genau diese Leichtigkeit, die strahlt so auch noch nach außen. Und wenn du Leichtigkeit dabei empfindest, dann überträgt sich das auf dich. Dann überträgt sich das auf dich und alles, was du tust. Und dann wird dieser Kreislauf neu kalibriert. Und wie du das schaffen kannst, zum Beispiel über eine Atemübung, zum Beispiel über eine Meditation, zum Beispiel über einen Spaziergang durch den Wald oder im Wald zu sitzen in diesem Fall, durch ein Workout, durch Yoga, durch irgendwas, was dir gut tut, wo du Freude spüren kannst, wo du im jetzigen Moment bist und genau diesem Moment mehr Aufmerksamkeit schenkst als irgendeinem Erreichen des Ziels in der Zukunft. Genau dann passiert das, genau dann bist du offen dafür. Und eine kleine Inspiration für eine Atemübung, für eine Meditation habe ich dir hier aufgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes hier, genau an diesem Spot habe ich dir eine Meditation aufgenommen. Frisch aus dem Wald hier mit den Waldsounds auch im Hintergrund. Und die Podcast-Folge, die am Montag online kommt, werde ich dir wahrscheinlich auch noch hier bei YouTube als Meditationsvideo hochladen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Entdecken deiner inneren Freude, beim Ankommen an deinem inneren Ziel. Ich freue mich wirklich, wenn du deine Gedanken auch mit mir teilst, wenn dir der heutige Impuls geholfen hat, wenn dir die heutige Folge Fragenfreitag geholfen hat, dann teil das sehr, sehr gerne mit mir und lass mir
gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Teil dieses Video mit jemandem, der oder die genau diese Gedanken heute gebrauchen kann. Und dann freue ich mich schon sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Die nächsten Videos werde ich dir wahrscheinlich aus den Bergen aufnehmen. Denn wenn du dir diese Folge hier anschaust, dann bin ich schon in den Bergen, also nicht mehr hier mit dem View, sondern in den Bergen mit verschneitem Panorama und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da werde ich dir nämlich auch ein paar Impulse aufnehmen. Ich habe auch in den letzten Tagen habe ich dich noch gefragt, welche Ideen, welche Wünsche du da hast zu den Videos. Da sind einige Vorschläge gekommen. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall auf spannende Videos gefasst machen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den Austausch mit dir und wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du hier bist. Ganz viel Energie für dich. Bis zum nächsten Video. Dein Niklas. Ciao.